Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem Special-Video, nämlich einem kleinen großen Frage-Antwort-Video. Und zwar zunächst einmal möchte ich mich vorstellen, mein Name ist nicht wirklich Morpheus, ich heiße in Wirklichkeit Cedric und ihr könnt mich sehr gerne weiter Morpheus nennen, da habe ich mich irgendwie mittlerweile dran gewohnt. Okay. Gut, was wollen wir heute hier alles machen? Ihr dürft mir gerne jegliche Fragen, die ich jetzt nicht im Video beantworte, in die Kommentare posten. Ich werde natürlich wie immer darauf antworten. Ich antworte ja sowieso auf fast alle Kommentare, ich probiere es zumindest. Und ja, wenn ihr irgendwann mal Fragen habt, dann dürft ihr die natürlich auch posten. Ansonsten schaut einfach mal unten in die Kommentare rein, ob eure Frage vielleicht schon beantwortet wurde. Dazu ist das Video da, dass ich eben nicht 100-mal dasselbe beantworten muss. Es hat nämlich ein lieber Mensch bemerkt, dass ich quasi dieselben Fragen 10-mal beantworte. Und ja, eine Frage davon war zum Beispiel, was ich von Beruf mache. Ich bin Student im 2. Mastersemester und zwar am KIT in Karlsruhe. Falls mich jemand kennt, hi. Ihr könnt auch gerne mal vorbeikommen. Ich bin aktuell, ja gut, aktuell ist gerade Sommerpause, deswegen vorlesungsfreie Zeit. Es ist ja nicht wirklich frei. Wie die meisten nicht wissen, schreiben wir tatsächlich die Prüfungen noch in den Ferien, beziehungsweise wir können sie uns reinlegen, wo wir sie wollen, wenn es mündliche Prüfungen sind. Aber ja, wichtige Frage hierbei war, ob ich denn alles lerne in meinem Studium, was ich hier auf dem Kanal poste. Nein, tue ich nicht. Das allermeiste lerne ich privat. Und da kommen wir zu dem großen Aspekt, den viele auch schon angesprochen haben. Das Studium ist relativ theoretisch. Das heißt nicht, dass es trocken ist. Wenn man sich die Anwendung selbst beibringt, dann ist es durchaus nass. Also schon angenehm. Es macht schon Spaß. Und ja, kleines Beispiel, was man so im Studium lernt. Schaut euch meine Kryptographie-Reihe an. Da habt ihr so einen kleinen Eindruck, was man so alles lernt. Machine Learning wird jetzt bald starten. Solche Sachen mache ich tatsächlich im Studium. Aber also wirklich solche Sachen wie JavaScript oder Hacken oder sowas, das lernt man da nicht. Das darf man sich alles privat beibringen. So, zu meinem Setup. Also, was habe ich denn hier auf meinem Schreibtisch stehen? Ich benutze das Auna-Mikrofon. Das ist so ziemlich das Beste, was ihr für unter 100 Euro bekommen könnt. Kann ich durchaus empfehlen. Ist echt ein geiles Teil. Wie ihr hört, ist meine Stimme deutlich hochgegangen. Also Python habe ich, glaube ich, noch mit meinem normalen Headset aufgenommen. Da ist die Qualität dann nicht so geil. Bei dem Auna habe ich bloß das Problem, dass hin und wieder mal das Rauschen im Hintergrund zu groß wird, beziehungsweise meine Stimme zu leise. Und deswegen müsste ich eigentlich ganz nah ans Mikrofon ran, was aber auf die Dauer ein bisschen ungünstig für mich wird, weil das Ding nicht vor mir schwebt und ich sonst meinen Bildschirm nicht mehr sehe, wenn ich direkt dran bin. Deswegen versuche ich einfach ein bisschen lauter zu sprechen und möglichst gut zu balancen, was da so an Hintergrundrauschen kommt und was an ja, Lautstärke an Mikrofon ankommt. Also, ja. Okay, was habe ich denn hier für ein Setup? Ich habe einen PC, also intern habe ich logischerweise Desktop-PC, kein Laptop würde wahrscheinlich das schaffen, was ich alles die ganze Zeit mache. Aber okay, in meinem PC steckt eine 67, also eine GTX-Grafikkarte. Die ist mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, sollte bald ausgetauscht werden. Ich habe das ganze Ding übrigens selber zusammengebaut, was ich auch nur empfehlen kann. Wenn ihr einen Fertig-PC kauft, dann kann das passieren, dass ihr da ungefähr das Doppelte hinlegt, bei Macs ungefähr das Vierfache, einfach nur dafür, dass sie den PC für euch zusammenbauen. Und so schwer ist das nicht, kann man in 2 Stunden oder sowas mal machen. Wenn ihr einen Freund habt, der das kann, dann könnt ihr ihn gerne fragen. Vielleicht mache ich da auch mal ein paar Videos dazu, aber das wird dauern, weil ich aktuell einen ziemlich guten PC habe. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden und deswegen wird da nicht so schnell dran rumgeschraubt, außer die Grafikkarte, wie gesagt. Prozessor ist ein Xeon 1330 oder 31, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Und ja, Festplatten sind eine SSD drin und 2 HDDs und dann diverse externe Festplatten oder sowas in der Art. Gut, Netzteil habe ich keine Ahnung mehr. Da habe ich einfach eins genommen, was genug Watt hatte. War, glaube ich, von Be Quiet. Okay. So, jetzt ein bisschen mehr zu meinen Videos und weniger zu mir. Gab Fragen nach Schedule, also wie zur Hölle mache ich denn eigentlich meine Videos? Wie peile ich das ganze Ding denn? Okay, was wir hier haben, ist folgendes. Und zwar, ich mache immer regelmäßig die Videos. Ich habe am ersten Tag, also zum Beispiel heute mache ich Hacken oder Linux oder irgendwas mit Betriebssystemen. Dann am Tag drauf kommt entweder Android momentan oder libgdx, wobei das eigentlich Bibliotheken, also Tutorials zu Bibliotheken von Sprachen sind, die wir schon gemacht haben. Ja, also Android wäre eine Java-Bibliothek und libgdx in dem Fall auch, sozusagen. Okay. Bei Android ist es momentan so, ihr dürft mir Fragen oder Videovorschläge posten zu Themen, die euch interessieren und ich mache dann die Videos dazu und falls ich keine Vorschläge mehr habe, gibt es libgdx und falls ich Vorschläge habe, wechsle ich immer ab, damit die Leute von libgdx auch nicht zu lange warten. Ich hoffe, das ist so okay für euch. Ich weiß, so kommen relativ selten Videos raus. Ich dachte auch nicht, dass noch so viele Sachen für Android kommen, aber ja, ich freue mich natürlich darüber. Okay, am Tag danach kommt entweder
ja, eigentlich generell Großthema Web Development und da machen wir momentan zwei Sachen, PHP und JavaScript. Das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so weitergehen, weil es einfach Riesensprachen sind. Danach könnte es mal sein, dass wir in die oder wahrscheinlich werden wir in die Bibliotheken von JavaScript gehen, also sowas wie jQuery oder Query, wie man es ausspricht, weiß ich noch nicht so genau. Und ja, vielleicht auch so Sachen wie Django, wobei ich da noch nicht weiß, ob ich das vielleicht sogar in die Reihe von libgdx und Android reinpacke, also quasi zu den Bibliotheken. Das gehört ja im Prinzip zu beiden. Django ist Python-Bibliothek zum Web-Development machen. So, und wie ihr jetzt gerade hören konntet, werde ich ganz gerne mal von diversen Leuten unterbrochen. Das war gerade der Postbote, der Pakete für die Nachbarn abgibt. Sehr geil. Okay. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm für euch jetzt gerade. Okay, was wollte ich gerade sagen? Nach der Web-Development-Reihe oder nach dem Web-Development-Tag geht es weiter mit einer neuen Programmiersprache, die wir so auf dem Kanal noch nicht hatten. Also sowas wie C in unserem aktuellen Fall. Vielleicht geht es danach dann mit Go oder was anderem weiter, aber das schauen wir dann einfach mal. So, und am letzten Tag haben wir dann was Theoretisches für die Leute, die auch Informatik studieren und einfach ein bisschen Hilfe brauchen, beziehungsweise die sich einfach auch dann für solche Sachen interessieren. Ja, aktuell Kryptographie, wie gesagt, danach geht es dort weiter mit Machine Learning. Hier mache ich auch keine Abstimmungen zu, weil ich einfach tatsächlich die Sachen, die ich für die Uni lerne, da auch dann schön reinpacken kann. Das ist eine super Wiederholung für mich und ich kann damit einfach genial lernen und für euch sind es ein paar coole Videos. Leider gibt es dann halt keine Abstimmungen von den Themen her, aber ich hoffe, das macht nichts. Wie gesagt, danach geht es weiter mit Machine Learning. Okay, und dann fangen wir wieder von vorne an, also mit dem Hacken und ja, so geht es dann eben die ganze Zeit weiter. So, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, es gibt Abstimmungen bei mir. Abstimmung in dem Sinne, ihr dürft sagen, was ihr als nächstes wollt. Also zum Beispiel C gab es eine Abstimmung dazu, hat gewonnen vor Go und Swift und was war noch relativ knapp? Ich glaube, ja, das waren die drei knappsten, glaube ich. Aber C hat gewonnen, danach geht es natürlich direkt weiter mit C++, das war eins und dasselbe. C ist ja quasi die Vorstufe von C++. Und ja, wo mache ich diese Abstimmung? Die gibt es auf Facebook oder Twitter. Der Link findet ihr, glaube ich, in jeder Videobeschreibung. Und dort einfach mal nachgucken. Ich poste immer, wenn es eine Abstimmung gibt, poste ich die Abstimmung. Und wenn wir mit einer neuen Serie anfangen, poste ich die Serie. Ihr könnt mir dort natürlich auch Nachrichten schreiben, alles kein Problem. Ihr könnt aber auch hier gerne Kommentare schreiben. Ihr wisst, die meisten beantworte ich. Ich versuche, alle zu beantworten. Und ja, Nachrichten könnt ihr mir hier auch schreiben. Ich glaube, ich habe noch fast keine Nachricht unbeantwortet gelassen. Gut, wie nehme ich meine Videos auf? Ja, meine Videos werden vorher nicht komplett durchgeskriptet, wie ihr vielleicht merkt, ja, aber ich muss trotzdem hin und wieder mal spicken und deswegen habe ich hier so einen kleinen Notizzettel meistens. Meistens ist es so eine Zusammenfassung von dem, was ich alles sagen möchte, aber ich schweife dann immer ganz gerne ein bisschen noch weiter ab, denn es gibt immer Sachen, die mir vorher nicht eingefallen sind, die ich dann während dem Video merke, die vielleicht noch relevant wären. Aber das meiste ist irgendwie vorgeskriptet. Okay, und was ich zum Aufnehmen benutze, ihr seht es gleich hier, das ist Simple Screen Recorder, das ist mein Aufnahmeprogramm. Das ist ziemlich cool, ihr könnt jetzt leider nicht alles sehen, weil das natürlich gerade läuft. Hier haben wir ja im Prinzip so eine kleine Übersicht, was man alles so machen kann. Da kann man auch ganz schnell mal pausieren und weitermachen, kann ich jetzt leider nicht machen, aber man sieht es dann. Eigentlich ganz cool. Cooles Programm zum Aufnehmen, für Linux natürlich nur. Und unter Windows nehme ich schon lange nicht mehr auf, weil Windows einfach unzuverlässig ist und alles die ganze Zeit abstürzt und nicht so meins. Naja, egal. Okay. Eine weitere Frage war, wieso ist denn mein User-Account Morpheus? Wie bin ich auf diesen Namen gekommen? Das ist eine relativ witzige Geschichte und zwar kommt der nicht, wie die meisten vermuten, aus Matrix, sondern er setzt sich zusammen aus to morph, also sich verändern, und dann bin ich irgendwann im Lateinunterricht drauf gekommen, dass der griechische Gott für Träume und so weiter und so fort heißt auch Morpheus und das fand ich ziemlich geil, deswegen habe ich den genommen. Ja, das ist eigentlich auch der komplette Herkunftsname. Morpheus war leider schon vergeben, deswegen habe ich The Morpheus genommen und da ist dann halt The Morpheus entstanden. Okay. So, und was mache ich ganz gerne in meiner Freizeit, wenn ich gerade mal nicht für die Uni lerne oder irgendwelche Videos für euch aufnehme? Das geht nämlich nicht den ganzen Tag, leider, weil ich hin und wieder mal ein bisschen heißer werde während dem Aufnehmen. Keine Ahnung warum, aber ist leider so. Okay, was mache ich in der Zeit dann? Naja, ich zock ganz gerne mal. Und wie die einen oder anderen vielleicht sich schon denken konnten, habe ich natürlich Steam, aber ich habe auch so Sachen wie Unreal Tournament, kann ich zum Beispiel empfehlen. Das ist ziemlich cool. Falls ihr Bock drauf habt, ach so, ja, vielleicht Quent dann demnächst noch. Also da gibt es ja bald so ein Standalone-Game. Und League of Legends spiele ich auch immer mal wieder, aber nicht so intensiv. Und falls die ein oder anderen Bock von euch haben, können wir vielleicht mal so ein gemeinsames Zocken organisieren. Ich weiß allerdings nicht, wie wir das machen. Ich habe noch
keine Ahnung, wie viele Personen da sich jetzt melden werden. Wahrscheinlich melden sich sehr, sehr viele. Das Problem ist, dass man zum Beispiel in LoL maximal zu 10 spielen kann, 5 gegen 5, klar. Und in Unreal Tournament ist es leider auch so, dass wir nur 5er-Gruppen machen können. Wir können da allerdings einen Server erstellen, dann passen, glaube ich, bis zu 32 Leute rein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie gesagt, Unreal Tournament ist aktuell noch in der Alpha, deswegen wird es da vielleicht auch ein bisschen schwieriger werden. Ja, ihr könnt euch gerne mal melden, falls ihr Bock habt, und wahrscheinlich finden wir da eine Lösung. Aber erwartet bitte nicht zu viel, ich habe nicht so viel Zeit zum Zocken. Ich werde momentan, vielleicht habe ich ein bisschen Zeit, aber meistens habe ich nicht mehr als so, keine Ahnung, maximal eine Stunde am Tag, und dies wahrscheinlich nicht unbedingt zu Zeiten, wo ihr da seid, sondern eher so um die Mittagszeit. Abends bin ich eigentlich relativ selten da. Okay, ja gut, das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Fragen oder sonst irgendwas habt, dann schreibt mir einfach Kommentare. Ich versuche, wie gesagt, immer alle zu beantworten. Lest vielleicht aber auch mal die Kommentare unter dem Video. Vielleicht ist eure Frage da schon dabei. Und schreibt mir Nachrichten oder sonst irgendwas. Ja, und liken nicht vergessen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wahrscheinlich geht es dann morgen weiter mit, ich glaube, Hacken ist dran. Sehr gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.